Die Sandra und ich, wir sind gerade im Fabrika-Hostel in Tiflis. Es ist ein ziemlich interessantes Gebäude hier, da es eine alte sowjetische Näherei ist. Und wir werden jetzt ein bisschen Revue passieren lassen, was uns so in Georgien alles passiert ist die letzten Tage. Das Schöne aber an Georgien ist, dass es weit mehr zu bieten hat als Skifahren, Schnee und Berge. Der erste Stopp war in einer lokalen Bäckerei direkt in der Straße. Es gab nicht wirklich eine sprachliche Kommunikationsebene, es war mehr Hände und Füße und Zeigen und trotzdem waren die gleich so unglaublich nett. Und so wurde aus unserem reinen Skitrip eine Skireise. Es war unglaublich schön, am nächsten Morgen aufzuwachen. Der Ort liegt am Fuße vom Kazbek, der dritthöchste Berg von Georgien. Und der hat einfach mit so geilem Sonnenlicht gestrahlt und war so teilweise umhüllt von Wolken. Und es war so richtig so, wow. Das war dann auch der erste Plan von unserem Hotel, mit Skisachen mal in Richtung Trinity Church zu laufen. Also ich glaube, wir waren ein super bunter Punkt oder zwei bunte Punkte in einer doch sehr grauen und tristen Umgebung. Also Stepansminder ist ja der letzte Ort oder einer der letzten Orte vor der russischen Grenze. Der Trinity Church ist ja erhaben über dem Tal, aber dann auch wieder so klein im Vergleich zu dem Gletscher von dem riesen Kazbek, der mit knapp über 5000 da sich hinter einem erstreckt. Das sind so Momente, ich glaube, die vergisst man nicht in seinem Leben. Der Plan war an dem Tag ja zu dem Lumisi-Kloster, das im Grat zwischen Russland und Georgien oben ist, auf 2200 Meter. Georgische-russische Freundschaftsdenkmal, das auf so einem Vorsprung steht, wo so eine Schlucht vorbeigeht, wie so ein Amphitheater. Und es hat innen total bunte Gemälde, die so diese beiden Kulturen, das Georgische und das Russische, aufgreifen. Und ja, man spürt, dass dieser Konflikt in der Geschichte eine sehr hohe Bedeutung hat. Und das wird auch in diesem Denkmal irgendwie sehr beeindruckend verdeutlicht. Wir kamen dann irgendwann an so einen kleinen, Ort ist übertrieben, ich glaube 3 Häuser standen da an. An dem Morgen hatten wir dann auch wieder eine unglaublich schöne Begegnung mit einem alten Georgier, der, als wir geparkt haben, kam und uns versuchte, irgendwas zu erklären, was wir natürlich nicht verstanden haben. Vaja. Vaja. Nice to meet you. And thank pleasure. Thanks. Thank you. Ja, откуда? Республика какой? Und letztendlich dann sein Sohn am Telefon, der Englisch sprach, uns erklärte, dass wir falsch waren für unsere Skitour und noch besser 2 Kilometer weiter zum nächsten Parkplatz fahren sollten, um es einfach sicherer angehen zu können aufgrund der Neuschneemenge. Es war total schwer abzuschätzen, wie weit wir noch hatten. Es war schwer zu sehen, wo wir uns eigentlich befunden haben. Gott sei Dank hatten wir unseren Bergführer, den Ludwig, dabei. Als wir dann oben ankommen, auf diesem Grat, plötzlich die ersten Sonnenstrahlen, das war mega.
Erste, was du kriegst, ist ein Cha-Cha, der dich nochmal von innen wärmt. Und Tee und Brot. Und es war, plötzlich haben wir echt voll auf das Skifahren vergessen. Wir waren da oben und haben diese Gesellschaft und Kommunikation unglaublich genossen. Und das, obwohl es wieder keine sprachliche Ebene gab. Nachdem wir so lange oben waren, sind sie dann auch mit uns noch in die St. Georgskirche nebenbei gegangen und wir durften alle mit dieser schweren Eisenkette rund um den Hauptpfeiler in der Kirche gehen, der zum einen es gilt so, du wirst deine Sünden los, aber du darfst dir auch was wünschen und es war ein unglaublich bewegender, intensiver, sehr emotionaler Moment. Auch wieder so eine Begegnung, die man vermutlich nicht mehr vergessen wird in seinem Leben. Eine der ganz klassischen Skitouren geht zum Deder Ena hoch und die mussten wir natürlich auch machen und dazu hat sich natürlich der perfekte Bluebird Day geeignet. Wir haben uns da echt zugespielt, rauf und runter und hatten da auch, glaube ich, nochmal so ganz intensiv das Gefühl, was bedeutet es, für unseren Berg zu sein.